Nie nicht aufgeben, egal was ist und wie viel Steine einem in den Weg gelegt werden, ne? Und immer positiv denken und viel Quatsch machen, trotz alledem. Auch wenn man 10-mal hinfällt und 4 Löcher am Kopf hat. Immer wieder aufstehen. Ich heiße Julian, bin wie alt noch? 17 und habe seit Geburt eine Schrägspastik mit Zerebralparese. Morgens beim Aufstehen sind die Beine dann richtig stark und kräftig, sodass du ins Bad gehen kannst? Nö, richtig schwach. Und was passiert dann immer morgens? Manchmal? Da fahre ich manchmal hin. Am Boden manchmal. Genau, ja. Manchmal, ne? Und strecken sich die Beine dann so, wie sie sollen? Nee. Nee, ne? Wann strecken sich denn die Beine, wenn du aufgeregt bin? Und wo strecken sich die Beine noch? Ganz Bett. doll im Bett, genau, wenn du lang gestreckt liegst. Ja. Und wie fühlt sich das manchmal an? Doof. Kannst du richtig laut sagen. Doof! Genau so. Sonst spiele ich mit Playmobil und habe jeden Dienstag Reiten und habe Montag bis Freitag Physiotherapie. Also wir gehen zur Physiotherapie, um halt eben starke Spastiken in der Nacht zu verhindern und um die Muskeln aufzulockern, dass einfach die Verkürzung der Muskeln aufhört. Und das ist dauerhaft. Wir müssen dauerhaft regelmäßig zur Physiotherapie gehen. Was machst du zu Hause noch? Was hast du noch? Wir haben noch ein InWalk, also so ein Laufteil. Lauftrainer. Und das machst du auch jeden Tag? Ja. Damit das einfach so nicht stagniert und schlechter wird. Je weniger Mobilität man im Alltag hat, desto mehr ist die Gefahr, dass sich das Ganze einfach verschlechtert und verkürzt und die Muskeln mehr und mehr abbauen. Und dadurch ist das ja zwingend wichtig, sich zu bewegen, sei es auch nur 5 Schritte in der Wohnung, im Rollator, völlig egal. Hauptsache die Bewegung ist da, dass man ja ein bisschen mobil noch bleibt. Also unsere Beziehung zu Polich hat eigentlich angefangen, da war Julian 3 Jahre alt, auf Anraten einer Physiotherapeutin aus einer Reha in Norddeich, die sagte, Mensch, ihr müsst unbedingt nach Traunstein zum Polich. Vorher war das bei uns eine etwas längere Odyssee. Wir haben Orthesen bekommen aus Leder zum Schnüren, ein sehr veraltetes Modell, und waren dann dankbar, dass Julian mit 3 Jahren hier beim Polich war und ja, vernünftig versorgt wurde. Das ist jetzt gut 13 Jahre her, 14, und seitdem sind wir beim Polich und ja, zufrieden, ne? Du kennst die Leute, die kennen dich. Es ist immer lustig, auch wenn die Sachen nicht schön sind, manchmal zum Tragen und es anstrengend ist, aber wir fahren gerne zum Polich, ne? Ja, wir fahren sehr gerne zu Polich, auch wenn die Fahrt ein paar Stunden dauert. Das ist mein Lagerungselement und das ist meine Beinorthesen und das ist mein Korsett für die Nacht. Das ist mein Tagkorsett. Ja, und was hast du jetzt gehabt? Hatte vor 3 Wochen ein Praktikum beim Bäcker mit so einer Maschine Brot geschnitten. Und was noch? Und Brot in Probiertüten eingepackt. Und wenn ein Kunde kam? Den Kunden gefragt, was er haben möchte. Ich mache nächstes Jahr noch eins in der 11. und 12. Klasse. Genau. In irgendeinem Unternehmen. Völlig egal wo. Da, wo du hin möchtest. Ja. Was ist dein Ziel später? Zu arbeiten. Ja, Ja. genau das. Möchtest du auch vielleicht glücklich sein? Ja, vielleicht auch.